Der wichtigste Rohstoff im Vertrieb ist das Vertrauen. Und Vertrauen setzt sich exakt aus 3 Säulen zusammen. Das ist erstens die Kompetenz. Und das ist genau die Säule, die fast jeder Verkäufer kennt. Und deswegen geraten so viele in diese Verkaufsfalle rein und fangen an, den Kunden zuzutexten mit Produktmerkmalen, mit irgendwelchen Features und machen den Erklärbär. Die Herausforderung ist nur, dass der Kunde das noch nicht will, bevor das Vertrauen nicht aufgebaut wird und wir die 2 anderen Säulen verletzen. Und das ist als zweites die Absicht. Dein Kunde prüft, bewusst oder unbewusst, handelst du in meinem Interesse oder handelst du nur in deinem Interesse? In dem Moment, wo du in die Verkaufsschau reingerätst, wo du nur mit Aussagen arbeitest, bauen wir keine Beziehung auf und da hat der Kunde das Gefühl, du bist nur bei dir und deine Absicht ist nur für dich. Und jetzt kommt die Königsklasse. Hast du deinen Kunden so gut verstanden, dass du nicht nur verstanden hast, was er will, sondern auch das, was er wirklich braucht? Und hast du es geschafft, in der Kommunikation ihn damit hinzunehmen, dass er das für sich auch verstanden hat? Und Säule Nummer 3 ist die Authentizität. Hier haben wir Menschen, und wir Verkäufer, wir sind auch nur Menschen, die größte Herausforderung. In der Rolle des Verkäufers sind sehr viele Verkäufer nicht mehr echt. Die sind anders im wahren Leben als im Verkauf. Finde den Fehler. Das ist geprägt durch verschiedene Denkmuster, die wir haben, durch Glaubenssätze, die wir haben, wo wir denken, so und so müsste Verkaufen sein. Und deswegen sind wir nicht mehr echt und wir verletzen eine weitere Säule des Vertrauens. Um authentisch zu wirken, musst du authentisch sein. So einfach, so schwer. Und das ist geprägt von sehr vielen Glaubensmustern und Denkmustern. Wenn du anfängst, die zu hinterfragen und wenn du weißt, wo die sind, dann bist du mittendrin in der Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist die Grundlage für einen starken Verkäufer. Eine starke Persönlichkeit geht ganz anders mit Angst um. Ja, die haben wir, die Angst vor Ablehnung. Das haben wir in der Abschlussfrage. Was glaubt ihr, wie wenige Leute eine wirkliche Abschlussfrage sich trauen zu stellen? Es könnte Nein geben. Oder die Telefonakquise. Ich kenne nichts, ich kenne keine Tätigkeit, wo du mit so viel Nein umgehen musst, wie mit der Telefonakquise. Bist du innerlich stark genug, um mit diesem Nein umgehen zu können? Bis hin über den moralischen Vorvertrag oder Verhandlungstechniken brauchst du für dich innere Stärke und dein Kunde merkt, ob du bei dir bist, innerlich und dann die Stärke auch noch hast, ihn mit reinzunehmen in diesen coolen Prozess. Die größte Kompetenz, die merken wir übrigens nicht anhand unserer Aussagen, sondern an der Qualität unserer Fragen. Und damit verbinden wir dann auf einmal die Säule der Kompetenz zusammen mit der Absicht. Weil wenn du Fragen stellst, gezielte Fragen zu deinem Kunden, bist du bei deinem Kunden und er kennt deine Absicht. Und wenn du dabei noch echt bist, dann ist das komplette Konstrukt Vertrauen komplett. Also das perfekte Verkaufstraining. Das hilft Verkäufern, eine starke Persönlichkeit zu werden, die mit festen Werten und echtem Interesse für ihre Kunden den wahren Bedarf und nicht den vermuteten, sondern den tatsächlichen wahren Bedarf ermittelt und dann natürlich auch in den Abschluss reingeht. Und wenn du mehr zu diesem Thema wissen willst, dann lies doch einfach hier unten in der Textbeschreibung einfach mal weiter. Da findest du alle weiteren Informationen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, dein Dirk Stöcker.